Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ihr seht schon, wir haben heute eine ganze Menge vor für unser iPad-Zubehör-Video. Ich habe mal wieder das Internet komplett leer bestellt, um euch die besten Sachen zu zeigen, die es momentan in diesem Jahr für das iPad Pro gibt, und wir legen los. Viel Spaß bei diesem Video. Und damit es dem einen oder anderen nicht zu langweilig wird, dieses Video zu schauen, habe ich natürlich alle Artikel komplett in meiner Videobeschreibung verlinkt und dieses Video hier komplett nach Kapiteln geordnet. Das heißt, wenn euch was interessiert, könnt ihr das gleich anklicken und nur diesen Artikel anschauen, wenn euch das andere nicht interessieren sollte. Und wir machen das mal so, ich stelle jetzt mal alle Artikel kurz vor und schon habt ihr das Inhaltsverzeichnis und könnt euch dann die Sachen anschauen, die euch interessieren. Viele Zubehörartikel sind für das iPad Pro 12.9, aber auch für das iPad 11 und das iPad Air. Und deswegen, wer jetzt quasi für sein iPad Zubehörartikel sucht, der kann ebenfalls hier aus meinem großen Angebot auswählen. Und wir legen natürlich los mit dem Cover Buddy. Eine ganz interessante Geschichte, wenn du ein Magic Keyboard für dein iPad Pro 11, 12.9 oder Air benutzt. Und dann gibt es natürlich noch viele interessante Taschen, die wir hier sozusagen vorstellen. Das gibt iPad-Taschen und Hüllen, die jetzt quasi nur für das Neue gemacht wurden, aber auch für das Alte passen, die unwahrscheinlich qualitätsmäßig sehr gut verarbeitet sind und wirklich Ideen verarbeitet haben. Gleichzeitig natürlich auch dann nochmal iPad-Ständer, aber nicht nur normale Ständer. Hier ist nämlich gleich noch ein USB-C-Hub drin, wo ihr alles anschließen könnt. Da habe ich gleich zwei Vertreter, die ich euch heute vorstellen möchte, und natürlich auch noch Stative, ein iPad-Kissen, eine ganz interessante und witzige Geschichte. Und wir legen los mit diesem Gerät hier, und zwar ist das der Cover Buddy für das iPad Pro 12.9. Wer von euch das Magic Keyboard besitzt, beziehungsweise das Magic Keyboard noch haben möchte, der wird irgendwann feststellen, dass das Ding unwahrscheinlich gut ist, aber der Apple Pencil ist immer noch komplett hier oben drauf und wird auch nicht vom Magic Keyboard gehalten. Das heißt, das Risiko, diesen Apple Pencil schnell zu verlieren, ist relativ hoch, wenn man das in die Tasche steckt, beziehungsweise irgendwo unterwegs ist, dass dann doch die Magnetfläche hier mal aussetzen kann und du das Ding einfach verlierst. Ganz normal. Da hat sich jemand einen Kopf gemacht, und zwar eine Firma, und die hat diesen wunderbaren Cover Buddy hier erfunden. Das ist eigentlich ein Stück Plastik, was es aber in sich hat, denn hier heftest du quasi dein iPad an. Das kennen wir alles von den Hüllen, das ist auch okay, und hast gleichzeitig erstmal eine wunderbare Hülle für das iPad Pro. So, dank diesen drei Verbinderpunkten kannst du diesen Cover Buddy komplett auf dein Magic Keyboard auflegen. Und damit ist erstens dein iPad komplett geschützt vor Stößen und vor anderen Dingen. Und zweitens hält das natürlich hier den Apple Pencil unwahrscheinlich fest. Du kommst hier auch noch an alle möglichen Tasten vom iPad direkt ran. Da ist nichts sozusagen irgendwo direkt verschoben oder verhoben. Und du hast hier die Möglichkeit, den Apple Pencil nicht mehr zu verlieren. Der ist wirklich hier komplett fest drin. Jetzt sieht mein iPad natürlich wieder schön begrapscht aus. Ich hoffe, ihr könnt es entschuldigen. Ich habe es schon bestimmt 4 oder 5 Mal geputzt heute. Es wird halt immer wieder so. Aber wie gesagt, der Apple Pencil, der ist hier komplett fest drin, und wenn du jetzt dein iPad komplett zusammenklappst mit dem Magic Keyboard, dann hast du kein Problem, weil die Hülle ist ideal dafür gemacht. Also es lässt sich ebenfalls mit der Hülle zusammenklappen, und du hast natürlich die Möglichkeit, hier den Apple Pencil wirklich nicht mehr zu verlieren, weil er wirklich geschützt ist und hier direkt nicht mehr rausfallen kann. Für mich eine unwahrscheinlich schöne Geschichte, weil 120 €, wenn man das verliert, das macht keinen Spaß, den dann ständig wieder nachzukaufen. Eine schöne Sache, Cover Buddy ist in meinen Beschreibungen verlinkt. Wer Interesse hat, guckt sich das Ganze mal an. In meinem letzten Zubehörvideo zum iPad Pro, was hier oben nochmal verlinkt ist, waren viele Kommentare drin, dass wirklich viele Hüllen suchen für das iPad und natürlich auch vernünftige Hüllen. Wenn du jetzt das Internet anmachst und mal runterscrollst und iPad-Schutzhülle eingibst, gibt es eine Menge, aber auch eine ganze Menge Schrott, und das immer von den vernünftigen Sachen zu unterscheiden, ist relativ schwer, und deswegen habe ich euch mal eine Hülle bestellt, wo ich echt die Hand für ins Feuer legen kann. Die gefällt mir richtig gut, und ich habe die jetzt auch schon getestet mit dem neuen M1 iPad. Dafür ist er eigentlich gemacht. Es passen aber auch die alten großen 12.9 iPads rein in diese Hülle. Da habe ich mein altes
altes reingelegt und es hat wunderbar gehalten. Also das geht auch für die Vorgängermodelle. Du klickst einfach dein iPad hier vernünftig rein, das dauert nicht lange. Hier die Ecken sind verstärkt, das heißt gegen Sturz und Fall auch relativ gut geschützt. Dann hast du die Möglichkeit, das iPad hier einmal direkt hochkant reinzustellen, auch nochmal eine andere Position hier direkt einzustellen. Und das Schöne ist, du kannst natürlich auch das iPad hochkant in diese Hülle einlegen. Es fällt nichts um, auch in 2 Positionen direkt, und das finde ich richtig gut. Hast du hier noch eine Tastatur davor, kannst du natürlich im fast A4-Format auch ideal Texte schreiben, sodass dein iPad richtig festhält. Und das Schöne ist, die ist echt nicht teuer. Also keine Ahnung, noch ist sie nicht teuer. Ich habe sie jetzt gekauft für 20, 23 Euro, glaube ich. Link ist direkt in meiner Videobeschreibung, könnt ihr nochmal nachgucken. Aber es ist eine schöne Sache, auch dein Apple Pencil, sofern du einen hast, der hat natürlich auch hier den richtigen Schutz und lädt gleichzeitig noch in dieser Hülle. Viele Hüllen haben ja nicht die Möglichkeit, dass der Apple Pencil, wenn er drin liegt, auch lädt. Hier lädt dein Apple Pencil gleichzeitig noch am iPad, ist geschützt, wenn du das hier direkt zumachst mit diesem Gummiring, finde ich auch total easy, total entspannt, geht nichts kaputt wie ein Reißverschluss oder so. Und erstens ist es total fest, zweitens schließt auch der Apple Pencil mit der Hülle ab, also das heißt, er kann nirgendwo rausfallen oder verloren gehen. Drittens ist das hier so ein Lederimitat, sieht auch relativ gut aus, ist auf alle Fälle robuster und stabiler und wahrscheinlich auch nicht fingerdruckanfälliger als jetzt quasi hier das wunderbare Magic Keyboard von Apple. Da ist ja wirklich jeder Finger direkt zu sehen. Und hier, wie gesagt, zum Preis von um die 20 Euro. Ideal, wirklich vernünftig gemacht. Gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Und ich bin echt zufrieden. Also das Ding werde ich auch behalten fürs iPad. Eine wunderschöne Hülle, die sieht qualitätsmäßig sehr gut aus und hat auch, glaube ich, eine lange Haltbarkeit. Bis jetzt ist, wie gesagt, nichts passiert. Und wenn das iPad mal runterfällt, ist es wenigstens ordentlich geschützt. Weiter geht es natürlich mit einer richtig schönen Tasche, und wenn man natürlich iPad-Taschen oder MacBook-Taschen googelt, kriegt man erstmal so eine Latte von Angeboten, und ich habe das mal rausgefiltert, weil das hat auch einen Preis bekommen, beziehungsweise diese Tasche, das ist nämlich Laptop Bag of the Year geworden, und hier hat sich einer mal wirklich ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist nicht einfach so vor sich hingezaubert, ein bisschen Plastik, zack, dann Tasche. Hier besteht die Möglichkeit, euer iPad seitlich reinzulegen in diese Öffnung, und hier ist natürlich noch richtig schön flauschig alles drin. Die Seiten sind verstärkt, sodass auch Stoß oder andere Geschichten hier so ein bisschen passieren können, ohne dass eurem iPad was passiert. Und durch das Flauschige hier drin ist natürlich klar, dass euer iPad einfach nicht zerkratzen kann. Zugemacht und wirklich safe, definitiv. Und des Weiteren hast du hier vorne noch 2 große Taschen, wo du dein Zubehör oder andere Dinge verstauen kannst, wie zum Beispiel dein Portemonnaie oder alles andere, was du so mitnehmen möchtest. Denn das ist wunderbar transportabel. Du kannst es hier komplett über die Schulter hängen und dann einfach mitnehmen, wo du möchtest, beziehungsweise ins Büro, wenn du jetzt nicht viel zu tragen hast. Dann reicht diese Tasche definitiv aus. Und die ist echt ordentlich verarbeitet. Hier ist alles dran, was du brauchst. Und wer seinen Laptop noch verstauen möchte, beziehungsweise sein 13 Zoll Laptop, das passt hier definitiv rein, das habe ich schon probiert, also mein 13 Zoll MacBook Pro passt ebenfalls in diese Tasche, aber die gibt es natürlich auch noch für 15 Zoll und für 16 Zoll Laptops. Muss man mal gucken, hier direkt im Link bei mir, 100%ig in verschiedenen Farben ebenfalls noch erhältlich, aber ich fand das relativ schön mit dem Schwarz und mit diesem wunderbaren braunen Griff, den man hier ebenfalls noch benutzen kann. Also für mich definitiv eine schöne Tasche, ich werde sie auch behalten, das werde ich nicht zurückschicken, das gefällt mir richtig gut. Diese TomTok Tasche für das iPad Pro bzw. für deinen Laptop. Und jetzt wird's easy, jetzt kommt nämlich Be Easy im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ding ist wirklich easy. Es sieht von außen erstmal aus wie so ein ganz normaler 10 Euro iPad-Ständer, ist es aber nicht, weil in diesem Ständer ist natürlich komplett im Fuß alles verbaut, was du an Anschlüssen benötigst. Du kannst dein iPad hier direkt auflegen und es ist egal, ob du das 11er iPad hast oder das 12er oder das iPad Air. Die Größe spielt hier keine Rolle, hier kriegst du wirklich alles rauf und das hält auch komplett stabil.
Und die gute Idee ist, dass du wirklich alles komplett hier als USB-C-Hub im Fuß hast. Vom HDMI 30 Hertz Anschluss über USB 3.0 bis zum SD-Kartenleser und den Ladeanschluss, sogar die 3,5 mm Klinkenbuchse ist dabei. Ich finde, das ist richtig gut überlegt, denn wenn du jetzt eine Tastatur oder eine Maus davor legst, beziehungsweise ein Trackpad, kannst du natürlich ideal mit dem Teil arbeiten. Das iPad steht fest und stabil. Es hängen keine Kabel rum, die sind alle, wie gesagt, hier direkt im Fuß drin. Die Tastatur liegt davor. Maus oder Trackpad gerade daneben. Ich finde es total super. Du kannst echt gut damit arbeiten. Also das will ich auch nicht zurückschicken. Das ist eine schöne Sache, die behalte ich definitiv. Und hier kann man wirklich richtig was mit anfangen oder halt unterwegs mobil. Das stellst du einfach hin und guckst dir einen Film an oder machst andere Dinge damit. Und wirklich mal richtig gut hier direkt im Fuß alle Anschlüsse einzubauen. Dann wird es verbunden mit einem USB-C-Kabel und deinem iPad. Und hier unten steckst du das USB-C-Kabel natürlich auch rein. Und dann haben wir es. Dann ist es eine unwahrscheinlich schöne Geschichte. Und wir bleiben natürlich auch noch gleich beim iPad-Stativ von der Firma BeEasy. Gibt es natürlich auch noch fast das gleiche Stativ, nur dass du hier sozusagen im hinteren Bereich den USB-C-Hub verbaut hast. Auch wieder alles mit dabei an Anschlüssen, HDMI, dann der 3,5 mm Klinkeanschluss, SD-Kartenleser und USB 3.0. Und dann schiebst du das einfach, je nachdem wie du es möchtest, das ist noch ein bisschen höhenverstellbar, hier hinten so eine Riffeldinger dran. Und du schiebst es dann einfach hier hinten rauf, verbindest den Stecker mit deinem iPad und hast halt den Kabelsalat dann im hinteren Bereich des iPads und nicht im Fuß. Und gleichzeitig kannst du das natürlich auch super transportieren. Hier ist es komplett klappbar. Also es nimmt nicht viel Platz in Anspruch. Und wer es dann lieber mag, die Kabel im hinteren Bereich zu haben vom iPad, der hat wie gesagt hier nochmal die Möglichkeit, bei dem zweiten Produkt direkt sein iPad etwas tiefer zu stellen. Das geht nicht von der Höhe her so zu verstellen wie das andere, sondern hier ist dein iPad etwas tiefer, aber auch wiederum mit Tastatur und mit Maus eine ideale Geschichte. Einfach hier an die Seite reingesteckt und dann hat man auch noch eine Möglichkeit, auf seinem Schreibtisch die Kabel im hinteren Bereich des iPads zu verbauen. Und bei dem nächsten USB-C-Adapter spielt das Design jetzt mal eine untergeordnete Rolle. Es gibt manche Menschen, die natürlich wirklich alle Anschlüsse an einem USB-C-Adapter benötigen. Und hier hat die Firma Fitfort meiner Meinung nach einen guten Adapter, der wirklich preis-leistungsmäßig sehr entspannt ist, hergestellt. Und ich habe das Teil jetzt knapp ein Jahr und es hat mich noch nie im Stich gelassen, ist ordentlich verarbeitet, wird natürlich auch ein bisschen warm, wenn du das jetzt direkt am iPad hast oder am MacBook Pro. Ist aber bei allen Adaptern so. Aber du hast hier die Möglichkeit wirklich, dass alle Anschlüsse dran sind, vom alten Monitoranschluss über den Netzwerkanschluss. 3,5 mm Klinke ist dran, der SD-Kartenleser ist dran, gleichzeitig noch der HDMI-Anschluss, USB-C zum Laden und natürlich auch noch die alten, kleineren USB-Anschlüsse und die USB 3.0 Anschlüsse. Also wirklich, da bleibt kein Anschluss mehr offen, wer jetzt nicht auf Design oder irgendwelche anderen Sachen Wert legt und einfach nur einen zuverlässigen USB-C-Adapter für sein iPad oder sein MacBook haben möchte, dem kann ich echt empfehlen, die Firma Fitfort mit diesem Adapter. Zum Thema schnelle externe Festplatten gibt es natürlich dank des USB-C-Anschlusses, beziehungsweise jetzt hier beim M1 iPad ist natürlich auch ein Thunderbolt-Anschluss verbaut. Ideale Möglichkeiten, hier wirklich auf Geschwindigkeiten zu kommen. Und da kann ich immer nur meine Festplatte empfehlen von der Firma SanDisk. Das gibt dann die Extreme und die Extreme Pro und die normale Version. Und die ist echt total stabil. Ich habe sie jetzt über ein Jahr. Ich nehme gerade direkt wieder meine Daten mit der Kamera auf diese Festplatte auf, löschen, wieder raufspielen, löschen, wieder raufspielen. Seit einem Jahr wirklich absolut verlässlich, diese Festplatte. Da gibt es die Möglichkeiten, entweder mit 550 Megabyte pro Sekunde zu starten oder halt die ganz schnelle Version, die geht sogar bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde. Und von SanDisk, wie gesagt, diese Festplatten top. Also ich kann nicht meckern und ich kann sie euch wirklich komplett mit der rechten und mit meiner linken Hand empfehlen. Stoßsicher, formschön. Du kannst oben das ganze Ding noch an Schlüsselring oder an einen Karabiner anmachen, je nachdem, wie du es verwendest, wenn du es mobil mitnehmen möchtest. Meine ideale Festplatte wirklich für unterwegs und auch zum Aufnehmen und garantiert auch fürs iPad, weil sie so schön schnell ist, die SanDisk Extreme Pro.
Damit wir das Thema USB-C-Hub irgendwann abhaken können, gibt es jetzt nochmal den letzten Vertreter. Viele mögen auch diese Geschichten, die du einfach nur ans iPad ranklickst. Und jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich kein Freund davon, weil es bei der Schutzhülle immer Probleme gibt. Also wie willst du hier eine Schutzhülle rummachen, wenn du hier so ein dickes Ding hinten am iPad hast? Oder halt andere Dinge. Ich weiß es nicht. Wer es mag, für den habe ich das hier direkt mal bestellt. Ebenfalls ein USB-C-Adapter, den du sozusagen hier direkt an dein iPad an der oberen Kante festmachst, und du hast hinten noch so ein Magnetplättchen, damit kannst du das dann komplett justieren. Also hier bei meinem iPad M1 hält das nicht so richtig. Das ist wahrscheinlich mehr so für die ältere Generation, also für das Vorgängermodell beziehungsweise für das iPad von 2018. Halten tut es ja auch, aber du musst es halt, wie gesagt, mit dieser Magnetplatte hinten dann noch so ein bisschen justieren. Ja, vom Prinzip her, also wie gesagt, wer es mag, hier direkt übers iPad rübergehangen und dann einfach nur ins iPad reingesteckt. Aber mir ist das nichts mit diesem komischen Hänge und Kleber. Im Flugzeug funktioniert es vielleicht oder auf Reisen. Da hat man dann mal ein kompaktes USB-C-Hub. Als Anschluss sind hier ebenfalls verbaut HDMI, SD-Kartenleser, USB-C und 3,5 mm Klinke und dann nochmal ein normaler USB 3.0 Anschluss. Klein und kompakt direkt übers iPad zu hängen, das ist sozusagen mein letzter Vertreter der Empfehlung in Sachen USB-C-Hubs. Ihr seht schon, jetzt geht's hoch hinaus mit dem iPad. Wer öfter mal Vorträge vor ein paar Kollegen hält, beziehungsweise seine Filme in vernünftiger Ansicht schauen möchte oder halt Hardware besitzt, die er hier runterstellt und sie übers iPad bedienen möchte, der ist natürlich mit diesem Schwanenhals ganz gut bedient. Hier ist kein USB-C-Hub drin, hier ist gar nichts drin. Das ist nur ein massiver, schwerer Fuß, der sozusagen hier diesen verstellbaren Schwanenhals direkt festhält. Da passiert auch nichts, also das iPad kannst du nach links, nach rechts, nach oben und nach unten drehen. Wunderbar, du kannst auch das 12.9er reinmachen, du kannst das 11er reinmachen und das iPad Air. Diese Halterung, die hält echt alles. Und ja, vom Prinzip her ist es nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein hoher Schwanenhals und gleichzeitig diese ganze Konstruktion ist aus Plastik, funktioniert aber wunderbar, und ich sag mal, für den Preis so um die 20 € kann man jetzt auch nicht das Metall hier erwarten. Es ist eine vernünftige Geschichte, die auch hält. Durch den Schwanenhals kannst du, wie gesagt, dein iPad in verschiedene Richtungen drehen. Hier kannst du es auch mal neigen. Hier ist noch so ein kleiner Kugelkopf drin. Und wer so Vorträge hält, beziehungsweise dieses Teil in vernünftiger Höhe benötigt, für den habe ich es jetzt mal mit reingenommen in mein iPad-Zubehör. Einen Schwanenhals mit einem massiven Fuß, der wunderbar funktioniert. Und jetzt gibt es mal eine witzige Geschichte, und zwar ist das iPad-Kissen. Man kann das iPad hier direkt auflegen, ebenfalls in verschiedenen Positionen, sodass es ein bisschen anders liegt. Und wer zu zweit auf der Couch liegt, ebenfalls der andere kann sein iPad hier oben auch noch rauflegen, und schon kann man zu zweit unterschiedliche Filme schauen in einer Halterung. Aber das Lustige an dem iPad ist natürlich auch, wenn der Film langweilig ist, legst du das iPad einfach zur Seite und machst dann sozusagen deinen Kopf auf dieses Kissen und kannst auch noch mal ein bisschen vor dich hinschlafen. Kein Problem. Ich wollte es euch mal als witziges Gadget vorstellen. Ob man das braucht, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es lustig. Es ist auf alle Fälle fürs Bett und für die Couch eine ideale Geschichte. Einfach iPad reingelegt, es liegt stabil, ersetzt sozusagen das Kissen. Das kannst du sozusagen dann so machen, dass es unten nicht rausrutscht, weil hier noch Halterungen mit drin sind in diesem Kissen, so dass das iPad auch direkt fest ist. Aber ob man es braucht, ich weiß es nicht. Ich brauche es auf alle Fälle nicht und wollte es euch mal als lustiges Gadget hier direkt vorstellen. Last but not least nochmal eine schöne Hülle, die ein bisschen massiver ist. Also hier ist wirklich richtig was ordentlich verbaut, so dass dein iPad komplett geschützt wird. Und diese Hülle, die hat verschiedene Funktionen. Das heißt praktisch, hier kannst du noch andere Dinge reinmachen, wie zum Beispiel Zubehör, Kugelschreiber oder irgendwas fürs Büro, je nachdem, wie du es benötigst. Dann hast du noch so eine Klappe da direkt dabei und schiebst natürlich auch dein iPad ideal geschützt hier unten rein. Hast hier oben noch komplett zwei solche wunderbare Befestigung, sodass dein iPad nicht verrutschen kann. Ebenfalls total kuschelig hier drin, sodass dein iPad nicht verkratzt. Eine gute Geschichte. Ich denke mal so für einen Flieger, wenn du dein iPad irgendwie schützen möchtest vor Runterfallen oder wenn du viel auf Reisen bist, im Bus oder im Flugzeug.
denke ich mal, die ideale Geschichte. Dann fällt das iPad hier auch nicht raus, weil es unwahrscheinlich schön hält. Und du kannst natürlich auch noch die andere Seite benutzen für Kabel, für verschiedene Dinge wie den Apple Pencil. Den kannst du ja auch noch reinstecken. Ja, je nachdem. Auf alle Fälle das Wichtigste an dieser Hülle ist einfach zu sagen, dass das Ding komplett safe ist. Das heißt, es ist wirklich total verstärkt an den Ecken. Ich könnte es jetzt total auf den Tisch hauen, mache ich aber nicht. Aber selbst da würde mein iPad keinen Schaden nehmen, denke ich mal. Und ja, wer ein bisschen was Sichereres braucht für sein iPad, so eine Art Koffer oder Schutz für das iPad zum Reisen oder halt zum Unterwegssein, den kann ich diese Hülle wärmstens empfehlen. Die ist echt edel verbaut. Klar, schwarz in verschiedenen Farben gibt es die, glaube ich, auch noch. Müsst ihr mal gucken, ist alles verlinkt. Und vom Prinzip her sehr schön. Ich habe sie mir mal bestellt. Ich persönlich brauche sie nicht, also ich schicke sie dann wieder zurück. Ich nehme lieber die andere Hülle, die dann sozusagen komplett das iPad auch noch verstellt. Ansonsten war es das gewesen hier mit meinem Video. Ich wollte euch mal ein paar neue Dinge zeigen, die fürs iPad in diesem Jahr erhältlich sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, rein damit in die Kommentare direkt hier in meiner Videobeschreibung. Ansonsten ist alles nochmal schön ordentlich verlinkt zum Angucken, ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen, wünsche euch eine entspannte Zeit und sehr gern bis zum nächsten Video.